Jetzt interagieren wir mit Bernhard Schönfuß von EasyScreen. Vielen Dank, Christoph. Wir reden gleich über Bilder, über den visuellen Kanal, über Bildschirme und wo sie einem überall begegnen und was die mit einem machen. Ob bewusst oder unbewusst, das werden wir vielleicht feststellen gleich. Das werden wir gleich feststellen und du wirst uns ein paar Determinanten sagen. Jawohl. Wir sind überrascht, was kommt und freuen uns drauf und lassen uns gerne überraschen. Los geht's. Los geht's. Ja, herzlich willkommen. Die Macht der Bildschirme. Merken wir, welche Macht die Bildschirme überhaupt über uns haben? Ich denke, am Ende der Präsentation werde ich ein Kopfnicken von euch bekommen. Bei der Vorbereitung habe ich mich vorhin kurz zurückgezogen, habe die aktuelle Professional Systems unseres Veranstalters gelesen, wo Digital Signage einer Leitartikel ist. Digitale Informationen erzielen eine 83% höhere Wirkung, ist dort beschrieben, als klassische Druckmedien und erzeugen 400% mehr Augenkontakt als klassische Printmedien, Printwerbung, Printinhalte. Das sind eindeutige Zahlen, die, glaube ich, die Macht der Bildschirme schon widerspiegeln. Der Bereich Digital Signage, der sich dahinter verbirgt, hat ein jährliches Wachstum von demnach 8,1%. Auch das ist ein Schlagwort, das nicht von mir stammt, sondern aus der Professional System live entnommen wurde. Warum halte ich diesen Vortrag? Ich komme von EasyScreen, wie man an meinem Shirt sehen kann und auf dieser Folie. Wir sind ein Softwarehersteller aus Österreich. Wir machen nur Software, nämlich Digital Signage Software. Wir kommen aus Graz. Wir sind auch die Entwickler unseres Produktes. Wir haben kein Programmierteam oder ähnliches, sondern jede einzelne Quellcodezeile wurde in Graz geschrieben. Mit 26 Jahren Erfahrung und mehr als 10.000 Projekten in 100 Ländern gehören wir zu einem der führendsten Digital Signage Hersteller. Auch wir sind in der Professional System als einen der wichtigsten lokalen Akteure genannt, als einziger, der es auf dieser Messe ausstellt. So viel zur Theorie. Mein Name ist Bernhard Schönfuß, ich bin Sales Director für den Bereich Dach und betreue im Tagesgeschäft auch Deutschland als Vertriebsmitarbeiter von EasyScreen. Ich nehme euch mit auf die Reise von Mr. Ease, der von Graz aus nach Hamburg zur LeadCon reist. Auf diesem Wege wird Mr. Ease an sehr vielen Punkten mit Displays konfrontiert, die man bewusst oder unbewusst wahrnimmt. Und diese Beispiele sollen aufzeigen, wo wir bereits heute von Bildschirmen beeinflusst werden und was wir davon sehen. Mr. Ease startet am Flughafen Graz. Dort begegnet er den Bildschirmen am Gate. Wo muss ich hin? Wann muss ich boarden? Die Fluginformation wird er am Bildschirm sehen. Ist mein Flug pünktlich? Von wo geht mein Flug überhaupt? Wie ist der Status meines Fluges? Sicherheitseinweise. Am Flughafen ist Digital Signage Business Critical. Fällt das Signage-System aus, wird der Flughafen nicht mehr supporten können und Flüge werden gestoppt. Natürlich, Digital Signage soll am Flughafen auch Unterhaltung bringen. Es wird Werbung gespielt, es läuft TV, der Nachrichtenticker. All diese Informationen, die nicht kommerziell sind. Gepäckbandinformationen schließen dann ab, wo ist mein Gepäck, und auch am Gepäck finden wir Werbung wieder. Nachdem Mr. Ease den Flughafen verlassen hat, ist er etwas hungrig. Er geht in den Gastro-Bereich. Dort sind digitale Menüboards. Dort findet er zeitgesteuerte Inhalte und Angebote. Das Abendmenü wird günstig angeboten, der Mittagstisch wird gesondert angeboten. Er bekommt Informationen zu seinem Bestellstatus und auch die Bestellsysteme. Der Kiosk-Mode wird über Digital Signage, über digitale Bildschirme abgewickelt. Nachdem er hungrig ist, seinen Hunger gestillt hat, fährt er mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit der HVV, natürlich durch Hamburg. Und in der HVV finden sich die Fahrinformationssysteme wieder. Wann bin ich an welcher Station? Ich werde unterhalten, die aktuellen Nachrichten, die aktuellen Fußballergebnisse oder Ähnliches werden dort dargestellt. Lokale Informationen über Hamburg findet er natürlich auch in der Bahn wieder. Selbstverständlich ist auch dort das Thema Werbung wichtig und aktuelle Werbeinhalte können dort platziert werden. Mr. Ease hat noch ein bisschen Zeit. Hamburg hat eine Museumslandschaft, die einige Highlights bietet. Auch dort finden sich natürlich Bildschirme wieder. Wir haben interaktive Erlebnisse. In welcher Sprache wird mein Video, meine Exponatsbeschreibung ausgespielt? Dort ist ein Taster, wo ich dann entsprechend Deutsch, Spanisch, Französisch, was auch immer auswählen kann.
Vorher im Eingangsbereich hat er natürlich Informationen, aktuelle Ticketpreise, aktuelle Veranstaltungshinweise, Sonderaktionen kann ich über Bildschirme deutlich schneller darstellen, als wenn ich unseren klassischen Stück Papier, Aushänger ständig austauschen muss. Die Vernetzung mit Multimedia ist in aktuellen Museen nicht mehr wegzudenken. Es ist 15 Uhr geworden. Mr. East kann endlich in sein Hotel. Dort wird er bereits am Eingang im Foyer mit Informationsdisplays in der Lobby, natürlich mit aktuellen Veranstaltungshinweisen aus Hamburg, informiert über aktuelle Themen, über aktuelle Angebote. Da Mr. East noch einen Termin hat, geht er in den Konferenzbereich und im Konferenzbereich finden sich Türschilder. Konferenzraumbeschilderung. Auch dort wird überall Bildschirme, die Informationen über die aktuellen Veranstaltungen, die aktuellen Raumbuchungen dargestellt und visualisiert. Damit Mr. East überhaupt weiß, wie er da hinkommt, hat er unten rechts im Bild einen Wegweiser. Auch diese Wegeleitung findet er über die Displays wieder schnell zum richtigen Raum. Natürlich mit der Hamburger Skyline im Layout automatisiert untermalt. Mr. East ist auf der Messe angekommen. Glückwunsch, er hat es geschafft. Durch den Wust der Bildschirme, durch den Wust der Hamburger Metropole ist er auf der Messe angekommen. Was findet er auf der Messe wieder? Interaktivität, Wegeleitung. Wo ist der Stand, zu dem ich gerne möchte? Eine Vernetzung mit Multimedia-Inhalten. An jedem dieser Stände finden sich multimediale Inhalte, die interaktiv vernetzt sind mit Signage-Systemen. Und hier ist noch Mr. East. Ich habe meinen Kollegen Paul, jetzt können wir sagen, wer Mr. East wirklich ist, hinzugeholt. Paul ist mein Kollege aus Graz, Head of Technical Sales. Ihr wisst, wenn Vertriebler technische Themen erklären, ist es vielleicht manchmal ein bisschen eng, deswegen hole ich mir Unterstützung dazu von kompetenten Leuten. Sprich, Paul ist nach Graz gereist. Was müssen Digital Signage-Systeme für Anforderungen erfüllen, damit sie all diese Beispiele, diese Inhalte präsentieren können? Was sind Schlagworte hierbei? Was muss beachtet werden? Zum einen natürlich das Thema Sicherheit. Ich brauche eine flexible Infrastrukturmöglichkeit. Ich muss auf Sicherheitsanforderungen meines Kunden reagieren. In einem Krankenhaus oder einer Bank in einer Cloud zu arbeiten, kann man mal versuchen, mit den IT-Leuten zu diskutieren. Es ist meist müßig. Man muss flexibel sein hinsichtlich der IT-Anforderungen. Das erfüllen wir mit EasyScreen. Da sind die Schlagworte dann, eine On-Prem-Installation, also vollständig im Kundennetzwerk arbeiten zu können, ist nach wie vor, auch wenn es ein bisschen old-fashioned ist und ein bisschen traditionell wirkt gegenüber einer Cloud-Architektur, ist es in Projekten immer wieder erforderlich, weil einfach Sicherheitsanforderungen so hoch sind, dass man keinen Teilnehmer von außen in einer Cloud sehen möchte. Auch das wird erfüllt von unserem Produkt. Ich muss die Möglichkeit haben, flexibel, schnell Updates abrufen zu können, um mögliche Sicherheitslücken, die aufkommen können, woher auch immer sie kommen, fixen zu können. Ein Rechtemanagement. Was ist ein Rechtemanagement? Man soll auf einem Display definieren dürfen, wer darf was überhaupt auf einem Display verändern. Dürfen Mitarbeiter ein gesamtes Layout verändern? Oder dürfen sie vielleicht nur einen Text verändern? Am Willkommensbildschirm darf nur das Herzlich Willkommen, Herr, Frau sowieso geändert werden, nicht das ganze Layout. Das Marketing möchte gerne festlegen, dass die CI da ist und da bleibt, wo sie ist. Das können wir mit einem sehr, sehr granularen Rechtemanagement runtergebrochen bis auf Layout-Ebene. Wer darf was? Natürlich zu einem Rechtemanagement gehört auch ein Freigabemanagement. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen können Inhalte hochladen, aber sie werden erst veröffentlicht, wenn eine zweite Person das Häkchen setzt und die Inhalte freigibt. Sicherheitstechnisch sollten Systeme in einem Datencenter arbeiten, die zertifiziert sind nach aktuellen europäischen Standards. DIN 27001 ist hier das Schlagwort. Wenn man mit Kunden diskutiert und sagen muss, ihre Daten werden in einem amerikanischen Datencenter gehostet und geladen, das ist völlig sicher, dann ist die Diskussion beendet oftmals. Das wird nicht akzeptiert.
Natürlich muss ich ein Reporting, ich muss ein Monitoring haben. Ich muss sehen, wie geht es meinem System. Das auf einfache Art und Weise für den Administrator. Natürlich müssen meine Daten verschlüsselt übergeben werden. Eine Übertragung ohne Verschlüsselung ist heutzutage undenkbar. Zweiter Eigenschaftsblock beschäftigt sich mit dem Thema Schnittstellen. Wir arbeiten nicht nur in unserer eigenen Digital Signage-Welt. Nein, wir arbeiten mit dynamischen Daten, die von irgendwoher kommen. Dafür brauchen wir eine offene Schnittstellenarchitektur. Wenn Produktionsdaten in einem Industrieunternehmen an die Produktionslinie gebracht werden, dann muss eine Schnittstelle zu dem Produktionssystem, zum CRM-System vorhanden sein, die verarbeitet werden muss. Dazu gibt es gewisse APIs, es gibt Schnittstellen in Fremdsysteme, um diese Daten automatisiert abzugreifen und zu integrieren. Gewisse Standardformate haben sich herauskristallisiert. Hier sei XML genannt als ein Dateiformat, das häufig als Interface zwischen verschiedenen Systemen genutzt werden kann. Für die Raumbuchung wird Outlook verwendet häufig oder ein Google-Kalender. Auch das sind Standardformate, die aktuelle Digital Signage-Systeme unterstützen sollten. Auch das wird unterstützt von uns. Interaktivität, die einfachste aller Schnittstellen. Interaktivität kann diverse Ausprägungen haben. Interaktivität kann eine Webseite sein, die ich darstelle, auf der ich scrollen kann, die ich antippen kann und mich durch die Menüs hangeln kann. Interaktivität kann sein, dass ich im Museum einen Taster hatte, wie vorhin erwähnt. Es kann sein, dass ich eine Interaktivität mit einem Bewegungssensor ausübe. Mein Konferenzraum wird nicht genutzt. Der Termin, der gebucht wurde, wird nicht aktiviert. Die Teilnehmer kommen nicht. Ein Bewegungsmelder erkennt dies. Das interaktive Ereignis heißt dann, der Raum wird wieder freigegeben, automatisiert, ohne dass jemand etwas tun muss. Interaktivität können auch Befehle sein von einer Mediensteuerung, die wir verarbeiten können, das Licht schalten oder ähnliches. Die Medienverwaltung, das Herzstück eines Digital Signage-Systems. Hier finden wir wichtig, dass alle Medienformate, alle digitalen Formate unterstützt werden. Es ist nicht zielführend, mit einem Endkunden zu diskutieren, ob denn das Videoformat, das er jetzt hat, von dem Player, den wir gerade zur Verfügung stellen oder ein Digital Signage-System zur Verfügung stellt, unterstützt wird. Nein, der Endkunde möchte ein Video abspielen. Dieses Videoformat sollte unterstützt werden, sollte dargestellt werden. Es ist auch müßig zu diskutieren, ob man ein PDF als aktuelles Medium darstellt. Der Kunde möchte ein PDF darstellen, dann wird es unterstützt. Wir unterstützen 170 Medienformate. Das ist eine ganze Menge. Der Content sollte synchron verarbeitet werden. Ich hatte vorhin das Beispiel genannt des Gepäckbands. Ich weiß nicht, wer mal bewusst am Gepäckband gestanden hat und die ganze Reihe hochgeguckt hat, die Gepäckbänder. Dort sind immer Displays. Wenn dort die Inhalte nicht synchron geschaltet werden, sieht es fürchterlich aus. Sie müssen synchron schalten, damit die Inhalte wahrgenommen werden und nicht als störend empfunden werden. Audiounterstützung im Werbebereich. Audio untermalt Werbung, bietet Effekte zusätzlich zum visuellen Kontakt. Was bringt es, wenn man für das beste Signage-System mit der größten Medienvielfalt, mit den besten Schnittstellen ein Informatikstudium braucht, um es zu bedienen? Nämlich gar nichts. Wir glauben, dass eine nutzerfreundliche Bedienung essentiell ist für ein System und daher haben wir uns entschlossen, auf einer webbasierten Basis im Browser auf Windows PowerPoint-Stil Kachelbasis eine Bedienoberfläche zu schaffen, mit der jeder klarkommt, der an einem Rechner arbeitet. Flexibilität. Der Nutzer möchte sie nicht einschränken, in keinster Form. Bei der Hardware. Es ist uns schlicht egal, auf welcher Hardware wir spielen. Sei es ein Display mit einem SoC, sei es der Windows-Player, sei es eine LED-Wand mit einem LED-Controller. Wir spielen auf nahezu jeglicher Hardware und auf jeglicher Plattform. Hohe, ungewöhnliche Auflösungen. LED-Wände, wer durch die Halle geht und LED-Wände sieht diverse Auflösungen, diverse Formate, Größen, Bannerformate. Diese Auflösungen müssen unterstützt werden, ansonsten geht der Effekt verloren. Unterschiedliche Betriebssysteme.
Windows ist ein Betriebssystem. Es gibt ITler, die sagen, in meinem Netzwerk kommen keine Windows-Player. Gut, nehmen wir einen Android, nehmen wir einen Google, nehmen wir einen Brightside-Player. Das ist nicht unsere Entscheidung. Wir unterstützen die Betriebssysteme in jeglicher Form. Skalierbarkeit. Selten wird ein Digital Signage-Projekt von Startpunkt 0 an in einem großen Rollout ausgeführt. Meistens beginnt es klein, man will Erfahrungen sammeln, der Kunde möchte testen, möchte mal ein Look and Feel haben und dann während der Nutzung kommen Ideen. Ich könnte dieses noch nutzen, ich könnte jedes noch nutzen. Wir müssen skalieren können. Sprich, wir müssen wachsen können. Wir haben keine Systemgrenze. Was sind Zukunftstrends? Das war bis dato der Stand jetzt, Stand heute. Was sind Zukunftstrends bei Digital Signage? Natürlich klassisch IT, Managed Service. Vom Display, das gemanagt wird, soll auch die Software gemanagt werden können. Es gibt Full-Service-Anbieter, die die gesamte Bandbreite für den Kunden abbilden. Buy and forget, rent and forget und das System wird gemanagt. Aus der Ferne mit entsprechenden Tools, die wir zur Verfügung stellen. Software as a Service. Ob eine Software bei uns gekauft wird oder als Software as a Service gemietet wird, ist uns egal. Wir bieten alle Modelle an, flexibel vom Messebauer, der ein temporäres System aufbauen will, bis zur temporären Nutzung für 2 Jahre oder den dauerhaften Kauf. Wir haben alle Möglichkeiten. Nachhaltig, Green Signage, ein Riesenthema. Wir haben vor kurzem eine Partnerveranstaltung gemacht, wo wir diesem Bereich einen eigenen Workshop gewidmet haben. Dabei geht es nicht nur um Display-Schaltzeiten. Das kann jeder. Display ausschalten ist es nicht. Es geht auch um Lifecycle. Welche Hardware wird genutzt? Wird Hardware genutzt, die wiederverwendet werden kann, die eine hohe Langlebigkeit haben? Und auch einer unserer Partner, ein Displayhersteller Sharp, legt Wert darauf, dass 97% seiner Komponenten recycelt werden können, wiederverwendet werden können. Auch das spielt eine große Rolle. Mit diesen Plattformen muss man spielen. Das Green Signage-Thema ist sehr, sehr breit und sehr, sehr wichtig. Dazu kommt auch, unsere Software läuft mit sehr, sehr geringen Hardwareanforderungen. Auch die Hardware-Betriebskosten sind nicht zu unterschätzen. Ob ein Player mit einer hohen Leistung gefordert wird oder mit geringer Leistung, spielt im Energieverbrauch eine große Rolle. Auch da haben wir Möglichkeiten, genau auf diese Punkte gezielt einzugehen. LED-Wände versus LCD, LFD. Beide Segmente steigen nach wie vor. LCD- und LFD-Displays sind nicht wegzudenken. Stichwort Flughafen. Nicht jedes Gate-Infodisplay wird durch eine LED-Wand ersetzt. Ja, LED-Wände nehmen zu, nehmen vor allem im Retail-Bereich, im Werbebereich zu. Ungewöhnliche Formate, sinkende Kosten. All das sind Dinge, die dem Marketing wohlgefallen und auch entsprechend Zuwachsraten haben. Wir unterstützen sie. Es ist uns egal, welche Displays verwendet werden. Das Thema Sicherheit, wir hatten es vorhin als einen Punkt ausführlich diskutiert, nimmt stetig zu. Zertifizierungen werden abgefragt. Ob sinnvoll, ob nicht sinnvoll, kann man lange diskutieren an der einen oder anderen Stelle. Man muss sich diesen Themen stellen, wir stellen uns denen. Es sind entsprechende Prozesse auch im Bereich der Entwicklung, die ausgeführt sein müssen nach den IT-Standards, wie sie die IT-Industrie vorlebt, und dem stellen wir uns. Cloud nimmt zu, Cloud ist wichtig. Cloud nimmt seit MS365 ist die Akzeptanz von Cloud deutlich gewachsen und auch wir haben unsere Cloud-Speicher, unsere Cloud-Umgebung wächst stetig. Immer mehr Systeme gehen in die Cloud. Ja, die Performance, die wir haben, ist top, aber wie gesagt, nicht jeder darf in die Cloud, noch nicht. Wir denken, der Trend wird zunehmen, dass immer mehr in die Cloud wandern wird. Aber wir sind für alle Welten offen. Zukunftstrends Retail. Retail, der Einkaufsmarkt, der Werbemarkt als Trendmarkt. Kein Bereich wird so diskutiert derzeit in unserer Branche wie der Bereich Retail. Wir sind gerade in einem Umbruch. Das Stichwort DOOH, Digital Out of Home, nimmt eine zentrale Rolle ein im Bereich Retail. Die Erlebnisse, die wir vom Rechner schon seit Jahren haben, man sucht über Google irgendwas und plötzlich wird man dann in jedem möglichen Zeitungs-News-Ticker-Fenster mit der gleichen Werbung überrascht zu den Trendworten, die man gesucht hat. Das geht auch in die Stores über. Das Stichwort Retail Media sorgt für Umsatzgenerierung am Bildschirm. Kaum ein
Supermarkt, eine Handelskette ist ohne Bildschirme. Ob es bei diesen Bildschirmen um Eigenwerbung geht, der eigenen Produkte, die man vertreibt, oder auch Fremdwerbung. Im Edeka-Markt um die Ecke läuft die Werbung für den lokalen Autohändler, der seine Werbung für die aktuellen Modelle präsentiert. Der Bereich ist vielfältig, der Bereich ist hochkomplex mit diversen Marktteilnehmern. Wir arbeiten glücklicherweise mit starken Partnern zusammen, die dort ansetzen, wo wir mit unserem System aufhören, die die Monetarisierung der Displays beherrschen und zusammen mit uns perfekt agieren. AI-Tracking ist dazu das nächste Schlagwort derzeit in aller Munde. Wir haben uns dazu mit einem Schweizer Spezialisten zusammengetan. Dieser Schweizer Spezialist, Advertima, erkennt, wer vor dem Display steht, beziehungsweise wo die Personen in 5 Sekunden sein werden. Männlich, weiblich, welche Altersgruppe, und die Werbung, die für diese Zielgruppe geeignet ist, wird zielgerichtet am nächsten Display präsentiert. Ich hatte es vorhin gesagt, 400% mehr Augenkontakt durch Werbung auf Displays, als wenn dort ein Banner an einer Decke platziert ist. Das ist schon dann heutzutage schon etwas spooky und etwas fancy, aber das ist der Trend. Experten der Werbebranche gehen davon aus, dass Werbekampagnen zukünftig in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren ausschließlich über Systeme gebucht werden, die nicht mehr mit der Schrotflinte Werbung rausspielen, sondern ausschließlich über gesteuerte, Tracking-basierte Systeme ausgespielt werden, weil dort einfach Umsatzzuwächse von zwischen 30% und 35% gegenüber einer klassischen Werbung auf Bildschirmen möglich sind. Programmatische Werbung ist das Stichwort für die automatisierte Werbung anhand von Schlagworten. Auch diese Werbung können wir über unsere Partner integrieren, sodass wir ein ganzheitliches Paket für den Trendmarkt Retail zur Verfügung stellen. Das wären die Ausführungen zum Stand jetzt, unsere Trends, unsere Aussichten für die Zukunft. Gibt es Fragen? Ich weiß, wer eine hat. Gibt erstmal Applaus, bevor es Fragen gibt. Du hast hier ganz schön viel Macht demonstriert, Ja. ganz schön viel mit Infos geballert, nenne ich es mal. Ich setze das mal ab. Paul, wofür bist du da? Fragen zu beantworten hauptsächlich, aber grundsätzlich eher auf der technischen Seite unterwegs und dementsprechend kann ich zu den letzten Punkten, die jetzt da gefallen sind, auf jeden Fall auch etwas ausführlichere Antworten geben, sollte das erforderlich sein. Okay, dann habe ich gleich ein paar Fragen an dich. Gibt es Fragen an Bernhard? Gibt es Fragen an Paul? Auch nicht. Ich habe Fragen. Ich habe rechtliche Fragen. Keine Ahnung, ob du darauf antworten kannst. Wenn ich jetzt von dir höre, kannst du nach da gehen, dann kann ich nur... Wunderbar, großartig. Dann muss ich nur in eine Richtung gucken. Wenn ich mir vorstelle, die Zukunft ist so, ich gehe in den Laden einkaufen, ich werde gescannt, ich werde einem Schema zugeordnet, ich bin männlich, ich bin 50 Jahre. Mir wird Werbung ausgespielt am nächsten Bildschirm, die gleiche, weil ich quasi kategorisiert wurde. Ich mag Schubladen, solange sie offen bleiben. Das ist mein persönliches Ding. Ist ein Rechtsthema, oder? Wie macht ihr das mit lokalen Partnern, wenn die solche, ich sag mal, Befindlichkeiten des Publikums ja de facto kennen müssen? Das Thema geht insgesamt sehr tief. Wir sind jetzt nicht die kompletten Spezialisten dafür, aber da wir ja auch das Zeug mehr oder weniger verkaufen, sind wir mit dem selbstverständlich konfrontiert. Punkt ist, dass so ziemlich jede Hard- oder Software, die in diesen Bereichen arbeitet, einmal keine Bilder speichert, in der Regel. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Man wird da nicht permanent Video überwacht, man wird nicht permanent fotografiert oder sonst irgendetwas. Die Daten werden in Echtzeit oder mit sehr kurzem Versatz analysiert und was unser System dann von dem Fremdsystem bekommt, sind ausschließlich Metadaten. Das kann sein, Mann 54, Entschuldigung, 24, 24, Brillenträger und entsprechend Unrasiert. werden das dann die Werbung getargetet ausgezählt. Das heißt, ihr habt für jeden eurer Kunden einen lokalen Partner vor Ort oder habt ihr globale, ich nenne es mal globale Partner? Ja, das sind globale oder zumindest überregional tätige Vermarkter, die die Werbeplattformen zusammenfügen, über die Werbung gebucht werden kann. Das Ganze ist, wie Paul gesagt hat, DSGVO-konform natürlich. Wir machen keine Speicherung. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Retail-Markt mit dem Tracking
geht schon in die 2.0-Stufe, zumindest was Probe-Demo-Shops angeht. Jeder kennt vielleicht die intelligenten Einkaufswagen, wo ich mich erstmal in meiner App anmelde, um dann später auch darüber abrechnen zu können. Diese Daten, ich melde mich an und garantiert habe ich bei dieser Registrierung irgendein Häkchen gesetzt, dass Daten verwendet werden können. Diese Daten werden erfasst und dann wird auch dieses erkannt, wo bewegt sich diese Person, und dann wird Christoph seine Schokoladenwerbung an der richtigen Stelle bekommen, weil jeder weiß, er hat ja die Schokolade gekauft. Oder man weiß, ja, Coca-Cola hat einen Spot gebucht, steht auf der Plattform zur Verfügung, aber wir wissen, derjenige, der gerade da vorbeiläuft, anhand der Daten, die er mit seinem Einkaufswagen sich angemeldet hat, die übertragen wurden, weiß er, der hat Cola Light letzten Male gekauft. Dann weise ich ihn nur auf die Werbung, auf das Angebot für die Cola Light hin und nicht auf die Vollcola mit Zucker. Auch so weit geht es. Ja, wir werden beeinflusst. Aber ja, wir stimmen dem auch zu. Mhm. Ob es in der Gänze immer bewusst ist, dass ich dem so weit zustimme, darüber kann man sicherlich diskutieren. Okay. Ich kriege da gerade Bauchschmerzen für mich privat, weil ich nicht so gerne Daten preisgebe. Ich weiß, Ja? ich bin im Netz, ich bin auch gläsern. Selbstverständlich habe ich eine Payback-Karte seit Damit fast hast du diese 30 Daten freigegeben. 30 Jahren Nutzung tatsächlich. dann, ja. Genau. Da dürfen wir nochmal drüber nachdenken. Dann hast du das Thema Nachhaltigkeit angesprochen und von einem Partner gesprochen, ich habe vergessen, wer es war, mit 97% Recyclingquote als Anspruch. Welche Faktoren gibt es noch in Sachen Nachhaltigkeit? Im Signage-Bereich ist das primär jetzt, was die Energie betrifft, sage ich einmal, also den Stromverbrauch. Unsere Software ist halt von sich aus schon so ausgelegt, dass sie automatisch die Bildschirme an- und abschaltet. Das macht unsere Software seit Tag 1. Und auch, dass jetzt zum Beispiel die Rechenleistung des Players reduziert wird. Und somit lässt sich allein mit diesen zwei Maßnahmen lässt sich jetzt in einem Standardbetrieb eine Stromeinsparung von 60-80% erzielen. Das wäre jetzt das Offensichtlichste, wo Firmen auch Geld ausgeben. Und zwar nicht wenig, weil Displays und Player brauchen viel Strom. Dann ist natürlich das zweite Thema E-Paper, was jetzt die kommenden Jahre immer weiter aufkommen ist. In großformatigen Displays mittlerweile auch schon. Viele springen auf den Zug auf. Nicht aus Nachhaltigkeit, sondern eher aus Trendgründen, würde ich jetzt behaupten. Aber natürlich, die E-Paper sind jetzt, was das anbelangt, energieeffizient. Sie haben auch jetzt mit der Bestrahlung, wenn man so möchte, also LED-Wall gegen ein Display, gegen ein E-Paper, ist natürlich auch von der Lesbarkeit und wie es dann nach außen ankommt, ganz ein anderes Thema. Aber ja, läuft mit Batterie, und das wollte ich so sagen, das ist mit Batterie und dementsprechend wieder aufladbar und so weiter. Okay, vielen, vielen Dank, ihr zwei. E10 ist der Stand, wenn ihr noch Fragen habt. Ihr seid ja bis morgen da. Könnten an unserem Stand auch am E10 auch zeigen, wie leicht es in unserer Software ist. Ich hatte es vorhin angedeutet. Kommt vorbei, überzeugt es, ob ihr es auch so seht. Bilder mit einfachen Mitteln von einem Laptop zu einem Display zu schieben. Ein Live-Demo bei euch am Stand. Definitiv. Großartig. Ja, nochmal vielen, vielen Dank. Nochmal einen Applaus für euch.